Hallo, Pralinen sind eines der beliebtesten Valentinstagsgeschenke. Ist ja auch klar, die kleinen Schokoladen sind total lecker. Eine Pralinenschachtel wie diese hat aber auch Nachteile. Sie ist total unpersönlich. Ich schätze, viele Frauen bekommen zum Valentinstag solche feinen Trüffel geschenkt. Außerdem ist die Schachtel immer so schnell leer. Mit meiner Fimo-Pralinen-Schachtel in Herzform kann dir das nicht passieren. Zum einen hast du ein ganz persönliches Geschenk, zum anderen kannst du entscheiden, ob du Fimo-Pralinen hineingibst oder sie mit echter Schokolade füllst. Für die kleine Praline verwende ich 3 Fimo-Farben. Die Fimo-Farbe Rot, Weiß und die dritte Farbe mische ich aus Weiß, Gelb und Schokolade. Nach dem Mischen solltest du diese 3 Fimo-Farben für deine kleinen Pralinen haben. Die Fimo-Farbe Weiß rolle ich auf Stufe 1 der Pastamaschine aus. Meine gemischte Fimo-Farbe, das Keksbraun, rolle ich auf Stufe 3 der Pastamaschine aus. Die Fimo-Farbe Rot rolle ich auf Stufe 9 der Pastamaschine aus. Aus den 3 ausgerollten Fimo-Farben steche ich kleine Herzen aus. Dafür verwende ich eine kleine Ausstechform in Herzform. Ich baue mir meine Praline. Ich beginne unten mit dem Keksbraun. Auf das Keksbraun lege ich 2 Lagen Fimo-Weiß. Danach die ganz dünne rote Schicht und dann wieder eine Lage Keksbraun. Das Fimo-Keksbraun bedecke ich mit einer roten Lage Fimo. Ganz zum Schluss setze ich meiner Praline noch 2 Lagen Weiß auf. Für die äußere Schicht meiner Praline rolle ich das Fimo-Weiß auf Stufe 5 der Pastamaschine aus. Ich packe meine Fimo-Pralinen mit der Fimo-Farbe Weiß ein, einmal komplett rundherum, ausgenommen der kleine Boden. Für die angeknabberte Praline nehme ich noch einmal mein Ausstechwerkzeug und schneide damit ein kleines Stück von meinem Herzen ab. Angeknabbert sieht meine Praline im Inneren so aus. Für die rote Soße auf den Pralinen mische ich Fimo Liquid mit roter Kreide. Ich nehme einen kleinen Tropfen des rot eingefärbten Fimo Liquids und gebe den Tropfen auf mein Pralinenherz. Auf das Fimo Liquid habe ich eine kleine Schokoladenrolle gesetzt. Außerdem habe ich mein Herz noch mit einem kleinen Herz aus Rot verziert. Meine Pralinen backe ich 30 Minuten bei 110 Grad. Von Schablone 1 habe ich mir den Deckel von Schablone 2, den Boden meiner Schatulle, einmal aus Tonpapier angefertigt. Die Farbreste aus Fimo rolle ich auf Stufe 2 der Pastamaschine aus. Mit einem 1 cm breiten und einem 33 cm langen Streifen aus Fimo-Resten umrande ich mein Tonpapierherz. Beide Tonpapierherzen habe ich mit meinen Resten aus Fimo umrandet. Außerdem habe ich kleine Löcher für das Scharnier gesetzt. Bei beiden Herzen habe ich jeweils bei 3 und bei 4 cm ein kleines Loch gesetzt. Anschließend backe ich beide Herzen mit dem Tonpapier 10 Minuten bei 110 Grad. Für die Schatulle verwende ich 3 Fimo-Farben. Die Fimo-Farbe Magenta, Weiß und die dritte Farbe mische ich aus Weiß und Magenta. Nach dem Mischen solltest du diese 3 Fimo-Farben für deine Schatulle haben. Die Fimo-Farbe Magenta für das große Herz rolle ich auf Stufe 3 der Pastamaschine aus. Aus dem auf Stufe 3 ausgerollten Fimo Magenta schneide ich das Herz von Schablone 3 aus. Ich nehme das bereits vorgebackene Herz aus den Fimo-Resten und lege dies auf mein Fimo Magenta Herz auf. Ich drücke das Herz leicht in das Fimo ein. Für den Rand der Pralinenschachtel rolle ich die Fimo-Farbe Magenta auf Stufe 6 aus. Das Reste Fimo packe ich mit einem Streifen aus Magenta ein. Mein Streifen ist 33 cm lang und 2,5 cm breit. Jetzt sieht mein Herz so aus. Ganz wichtig, die beiden Löcher für das Scharnier musst du wieder freilegen.
Um den Rand meines Herzens hier zu verstärken, klappe ich das untere größere Herz hier an der Kante nach oben und packe damit den Rand meines Herzens zusätzlich ein. Nach dem gleichen Prinzip wie den Deckel fertige ich auch den Boden an. Zuerst wird das große Herz ausgeschnitten, dann der Rand aus Fimo-Resten eingedrückt. Einziger Unterschied, ich befestige hier ein kleines dünnes Band zum Übergang zwischen den Scharnieren. Das Magenta-Band ist 30 cm lang und so breit wie der Rand. Auch beim Boden packe ich den Rand ein. Diesmal ist mein Band 33 cm lang und 4,5 cm breit. Meinen gemischten Farbton aus Rosa und Magenta rolle ich mit einem Stückchen Stoff auf Stufe 5 der Pastamaschine aus. Aus dem dünn ausgerollten Hellrosa mit der Stoffstruktur schneide ich das Herz aus. Dieses Herz findest du auf Schablone 4. Das eben ausgeschnittene Innenfutter, das Herz, lege ich in den Boden ein und drücke es dann fest an. Als nächstes befestige ich das kleine Scharnier an meinem Boden. Ich drücke die Nägel über die kleinen Löcher in den Boden ein. Beide Herzhälften habe ich mit einem Innenfutter versehen. Ich verbinde jetzt beide Herzhälften über das Scharnier und vereine die beiden Elemente. Beide Herzhälften habe ich über das Scharnier miteinander verbunden. Damit die beiden Hälften beim Backen nicht zusammenkleben, liegt dazwischen ein Stückchen Backpapier. Meine beiden Hälften liegen zwischen zwei Glasplatten, so bleibt die Oberfläche der Herzen schön gerade und flach. Ich backe nun mein Motiv 30 Minuten bei 110 Grad. Die Fimo-Farbe Weiß für den Schriftzug rolle ich auf Stufe 5 der Pastamaschine aus. Nach dem Backen verziere ich meine kleine Pralinenbox mit einer Schrift. Die Schrift findest du auf Schablone 5. Die einzelnen Wörter habe ich aus dem Fimo Weiß ausgeschnitten. Ich drücke die Wörter auf die Pralinenbox auf. Meine Pralinenschachtel ist jetzt fertig. Ich backe meine Pralinenschachtel noch einmal 20 Minuten bei 110 Grad. Dann kannst du deine Schachtel mit den leckeren Fimo-Pralinen füllen. Wie ich sehe, hast du mein Video bis zum Schluss angeschaut. Das freut mich sehr. Hast du noch Fragen, möchtest gerne noch etwas wissen? Dann schreib mir einen Kommentar. Ich beantworte deine Frage gerne. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Froni.